Digitalpianos mit Arranger-Funktion, das Casio PXS 3100, das wir hier haben, ist damit eine erweiterte Version eigentlich dieses PXS 1100, das wir auch getestet haben. Und damit, Begleitautomatik, das klingt für mich erstmal so ganz schön Entertainer-mäßig und nach Spaß. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das zum Klavierlernen wichtig eigentlich, so eine Entertainer-Funktion hätte ich fast gesagt, aber nein, ein Arranger oder Begleitautomatik. Eine Begleitautomatik ist natürlich irgendwie nice to have, wenn es sowas gibt. Zum Klavierspielen grundsätzlich würde ich jetzt sagen, braucht man es nicht unbedingt. Aber es macht natürlich Spaß, wenn man im Gerät vielleicht zu einem Groove oder zu einer bandartigen Begleitung spielen kann. Ja? Können wir uns ja dann mal anhören und schauen, wie das hier gelöst ist. Ja, gute Idee. Ich halte erstmal dieses kleine Gerät in die Kamera. Das ist eben die Neuerung. Das ist ein Bluetooth-Adapter, den steckt man hier hinten auf die Bluetooth, das ist USB to Device. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, das mit einem Tablet oder auch Smartphone zu verbinden. Ich habe hier jetzt ein iPad, man kann das aber auch mit Android machen. Das Ganze funktioniert dann mit der Cordana Play for Piano App. Die starte ich mal und darüber stellt man auch die Verbindung dann zu dem Instrument her. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, Bluetooth MIDI Device. Und da taucht der Adapter auch schon auf. Es verbindet sich jetzt. Oh. Gibt es einen Sound? Da gibt es einen Sound und sagt, alles klar, connected. Und jetzt müsste das funktionieren, wenn ich jetzt auf Piano Remote Controller gehe. Dann müssten wir zumindest schon mal die Sounds anwählen können. Ja, das braucht einen Moment. Okay, Tone, und dann können wir eigentlich die Sounds anwählen. Und da kann man sehen, aha, es gibt hier sehr, sehr viele Sounds, viel mehr als im PXS 1100. Ah ja, okay, das ist interessant, ja. Die sind hier dann auch in Kategorien unterteilt, Piano, E-Piano, Organ, Strings, Pad und Others. Aber ich glaube, das finden wir auch hier im Bedienfeld genauso. Okay, gut. Könnte man also auch darüber machen, und hier ist ja auch ein Display. Also auf jeden Fall kann man sagen, ist das Bedienfeld schon mal deutlich umfangreicher ausgestattet. Auf jeden Fall. Also man hat hier viel mehr... Kann man mehr falsch machen. Kann man mehr falsch machen und kann mehr verschiedene Sachen steuern. Also man hat hier rechts die Soundsektion mit Pianos, E-Pianos etc. Man kann hier den Soundmodus und Record und das Tempo für das Metronom, also Funktion, sage ich mal, steuern. Okay. Und hier links hat man dann die gesamte Begleitautomatik mit nur Rhythmus oder wo man auch die Steuerung benutzt, also mit Akkorden links. Okay. Also ich sehe hier erstmal Rhythm. Das heißt, wenn wir das jetzt mal anwerfen, was passiert? Also Rhythm ist quasi, wenn ich auf Start gehe, ist quasi der Sound, und dann spiele ich ganz normal mit dem Sound, den ich hatte, dazu. Ja. Okay, gut. So. Und ja, kann man ein rhythmisches Training machen. Genau. Ist doch schön. So, das ist okay. Und dann habe ich hier a Comp und wenn ich das aktiviere, dann steuere ich quasi hier auch im Bassbereich auch die Harmonien, ja. Und dann kann ich dann wirklich... Wow, was ist das? Und dann kannst du dazu spielen, da mit dem anderen Sound. Okay. Ja, also da muss man sich natürlich so ein bisschen mal mit reinfinden, weil die Pegel sind natürlich total unterschiedlich. Also die Begleitautomatik, die ballert rein, aber das war ohne ganz Ende. Schön. Also eigentlich habe ich nur das gehört. Ja, und die rechte Hand kommt eigentlich gar nicht hinterher, obwohl die Lautstärke sich quasi im Gesamten überhaupt nicht verändert hat. Ne? Ja, gut. Also, aber es motiviert ja. Ja, also... Was haben wir da? Ach so, jetzt haben wir wieder das normal eingestellt. Jetzt kannst du wieder Piano spielen. Jetzt kann ich wieder. Ah ja. Gut. Ja, also nettes Feature, ob man das jetzt braucht oder nicht, muss man dann selbst entscheiden. Aber dafür hat man ja die Wahl, auch auf das etwas günstigere Modell dann vielleicht auch umzusteigen. Ich sehe auch gerade hier in der App wird das dann auch dargestellt. Also da haben wir dann das Accompaniment und können den Style wählen. Das war jetzt Elektro, Funk, Pop. Was auch immer das bedeutet. Also
Also ich bin ja schon zufrieden, wenn ich hier die Sounds anwählen kann und Klavier spielen kann. Ja, und ich glaube, wir gucken uns das einfach mal auch unter der Perspektive an, weil letztendlich ist ja auch die Frage, ist das zum Klavierspielen, Klavierlernen geeignet? Ich finde ja. Wie gesagt, wir haben es ja schon bei dem anderen Modell gesagt, die Tastatur lässt sich schön und leichtfüßig spielen. Also finde ich wirklich, macht Spaß zu spielen, ist angenehm, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Also man hat keinen Widerstand, der einen blockiert, aber es ist jetzt auch nicht, dass es zu lappig ist, also zu leicht. Ja? Also finde ich gut. Also hat ein gutes Response. Hat es gutes Response hier. Der Belag auf den Tasten sorgt auch für einen guten. Oh ja, das ist schön. Für einen guten Grip. Ich bin jemand, das ist schon wie bei einem Flügel irgendwie. Ja, das ist nett gemacht und auch auf den schwarzen Tasten. Also also das Konzept ist sehr stimmig und auch klanglich. Und, fühlst du da einen Unterschied jetzt zu dem PXS 1100? Das ist ja dann das straighte Digitalpiano. Weiß ich nicht. Ich würde sagen wahrscheinlich eher nicht. Also es ist marginal. Marginal, ja. Schon sehr ähnlich auf jeden Fall vom Spielgefühl. Ja. Ich kann da keinen Unterschied hören. Ich weiß nicht, ob Casio da irgendwie andere Sachen verbaut hat oder ob das identisch ist. Ja, also es ist die gleiche Tastatur wie in dem PXS 1100 und ich denke, der akustische Klavierklang ist auch der gleiche. Ja. Aber es gibt ja noch viele, viele, viele andere Sounds. Vielleicht spielen wir einfach mal ein paar Sounds an. Stage Piano, wie wäre das? Oh, das klingt ein bisschen mittiger. Das sind alles die akustischen Pianos. Ambient Piano. Ja, das ist jetzt noch zusätzlicher Effekt drauf, oder? Ja, so ein bisschen. Okay. Aber schön. Also, was ich gut finde, ist, dass die sich halt doch deutlich voneinander unterscheiden. Oft ist es so, die ersten 5 Klaviersounds sind fast identisch, da ist ein bisschen mehr Hall und so. Und hier merkt man schon, das ist wirklich ein ganz anderer Klang. Echt schon was, ne? Ja, definitiv. Das sind schon ganz andere Sounds hier. Aber das macht natürlich auch Bock. Also ich finde es ganz cool auch, ja. New Age Piano. Ja, jetzt hört man die Effekte auch, ne? Klar. Und dann sind hier noch so Knöpfe. Aber da tut sich jetzt nichts. Ah, doch ein bisschen. Oh. Okay. Das ist ja cool. Das ist schon ganz cool, gebe ich zu. Ja gut, muss man dann immer jemanden haben, der da dreht, ne? Und man spielt. Nein, tolle Sache. E-Pianos. Nee, Moment. Es sind auch wieder so viele, dass ich erstmal überfordert bin. Die Auswahl ist auf jeden Fall ordentlich. Ganz coole Sounds, tatsächlich. Das sind so klassische Electric Pianos. Ja, okay, man hat hier auch gleich mehr Effekte, ne? Das hört man gleich. Ja, da ist ein Modulationseffekt drauf. Tremolo. Auch ganz cool, schon ne? ganz cool gemacht. Wirklich, wirklich super. Okay, da kriegt man ja doch einiges geboten. Dann gibt es noch Orgeln, Strings. Hier lese ich auch wieder Upper 1, also man kann auch die Sounds layern. Jetzt haben wir das Dyno Piano mit Strings.
Ja, also soundmäßig ist da schon ein bisschen mehr los als bei dem straighten Digitalpiano, ne? Also beim PXS 1100, Genau. PXS 1100. Merkt man schon, da ist einfach mehr, mehr Fülle an Sounds, aber auch die Variation dann natürlich, wenn man die miteinander mixt. Das macht dann schon ein bisschen mehr Freude und die Effektsektion ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen, umfangreicher. Ja. Ja, definitiv. Also das hört man auch wirklich. Macht mehr Spaß. Also das ist auf jeden Fall deutlich mehr Fun-Faktor bei dem, als bei dem straighten Digitalpiano. Und das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Tastatur und der straighte Klaviersound ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Es ist ja die gleiche Tastatur und spielt sich auch wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Konzept ist eigentlich mehr oder weniger gleich. Es kommt quasi diese Begleitautomatik dazu, mehr Sounds und auch mehr Effekte und, und noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten von der Bedienung. Und also auf jeden Fall ein Mehrwert im Gerät, den man sieht, aber auch hört. Ja, ich sehe hier auch die ganzen Digitalpiano-Funktionen, die wir bei dem PXS 1100 haben, die sind natürlich auch alle hier drin und noch viel, viel mehr. Das ist natürlich klar, man hat sehr, sehr viele Sounds und so weiter. Die Effekte, das finde ich gut gemacht hier mit den Knöpfen hier. Ja. Man kann so die Filterfrequenz ein bisschen tweaken und so. Das ist cool, ja. Hat einen Pitchbend-Regler, also da ist schon einiges gebacken hier. Die Effektsektion ist sehr umfangreich, wie man hier sehen kann. Dann, wie gesagt, die Begleitautomatik mit vielen, vielen Styles und Rhythmen. Dann kann man Songs abspielen, es gibt Lernfunktionen und alles, das ist auch hier drin. Also eine runde Sache, finde ich eigentlich. Sehr gut und auch für jemanden wie mich auch interessant als Bühnen-Keyboard durch die zusätzlichen Regler und Pitchbend und sowas vielleicht auch als MIDI-Keyboard zu benutzen. Also auch dahingehend eine interessante Wahl. Auf jeden Fall. Cool, also runde Sache. Genau.